DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Nur wenige Schritte entfernt von unserem DDR-Museum befand sich der Palast der Republik. Zunächst mal stand an der Stelle das Stadtschloss, im Kriege beschädigt, 1950 gesprengt. Aber die Leerstelle im Herzen der Hauptstadt sollte gefüllt werden. Und so entschied sich die Partei- und Staatsführung der DDR 1973 dafür, einen Palast des Volkes zu errichten. So geschah es dann in bemerkenswert kurzer Zeit. 1976 wurde der Palast der Republik eröffnet und er war sowohl Sitz des Pseudoparlaments der DDR, also der Volkskammer, aber eben auch ein Palast für das Volk, ein kulturelles und künstlerisches Zentrum. Aus diesem Grunde wurde da ein großer Saal für Veranstaltungen, für Konzerte aller Art errichtet. Im Laufe der Jahre fanden da sowohl Popkonzerte statt, als auch Auftritte von Chören aus der Sowjetunion, westliche Schlagersänger. Sehr spektakulär war beispielsweise der Auftritt von Udo Lindenberg. Aber eben nicht nur das. Da gab es auch das Theater im Palast, eine Kunstgalerie, eine Disco, eine Bowlingbahn. Das Ganze war umrahmt von einer Vielzahl von anderen kulturellen und gastronomischen Einrichtungen, die sehr gerne und sehr viel besucht wurden. Klar lästert manche Leute rum, sei Erichs Lampenladen, das nahm Bezug auf die Beleuchtungskugeln, die da überall zu sehen waren. Aber im letzten wurde er wirklich angenommen von der Bevölkerung. Und interessanterweise fand auch in diesem Gebäude hier der Beschluss der nunmehr demokratisch gewählten Volkskammer für die Auflösung der DDR statt. Aber bald danach kam nun die Nachricht, dass der Palast asbestverseucht sei. Die Volkskammer zog dann in ihrer letzten Phase nochmal um und es begann eine sehr, sehr aufwendige Sanierung. Und übrig blieb sozusagen das Skelett, das eigentliche Stahlskelett, was zwischengenutzt wurde für sehr interessante Veranstaltungen jeglicher Art. Man konnte sogar mit einem Schlauchboot im Untergeschoss, das mit Spreewasser vollgelaufen war, spazieren fahren. Es fanden Popkonzerte statt, auch Ausstellungen. Und es gab ein großes Bestreben, den Palast der Republik irgendwie zu erhalten. Aber der Bundestag beschloss dann mehrheitlich, der Palast muss abgerissen werden. Und an der Stelle entsteht wieder eine Replik des alten Stadtschlosses, das jetzige Humboldt-Forum. Aber wir bewahren hier die Erinnerung an den Palast der Republik, weil er nicht nur irgendein Gebäude war, sondern ein wichtiges Symbol für die Geschichte der DDR und auch für den Umgang mit der DDR nach der Wende. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.